Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Mein Name ist Pascal, für die, die mich noch nicht kennen. Und ja, ich bin heute in Sydney, Australien. Und ich nehme euch einfach mal mit auf meine Reise hier durch Australien. Und ja, wir beginnen das Ganze natürlich ganz klassisch hier am Opernhaus, am Opera House von Sydney. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, ich werde euch mitnehmen. Ich weiß selber noch nicht so genau, was der Plan ist. Also ich hatte mir überlegt, von Sydney als Ausgangspunkt hoch an die Gold Coast. Mal schauen, wie das Ganze funktionieren wird. Ich habe nichts gebucht, nichts geplant. Wir werden einfach mal so machen. Ich werde jetzt einfach mal ganz entspannt ums Opernhaus rumlaufen und einfach mal gucken, wie es hier so aussieht. Plan ist auf jeden Fall heute noch an den Strand zu fahren und auch da mal zu schauen, wie es dort aussieht. So, ich bin jetzt mal auf die andere Seite des Opernhauses gelaufen. Man sieht es hier ganz gut. Und stehe jetzt hier direkt an der Wasserfront, hier mit der Brücke im Hintergrund. Hier ist auf jeden Fall einiges los, viele Boote unterwegs. Auf jeden Fall eine sehr, sehr crazy Location. Ja, mein Plan ist es eigentlich mal auf die andere Seite auch rüber zu gehen, dass man so ein bisschen mehr von der Stadt sieht. Aber ich glaube, das ist nur mit der Fähre möglich. Ich werde mal schauen, vielleicht kann man auch über die Brücke rüber laufen. Aber ich sehe eigentlich, glaube ich, keine Fußgänger, sondern nur Autos. Ja, müssen wir einfach mal schauen, wie man jetzt auf die andere Seite rüberkommt. Da drüben ist der bekannte Jahrmarkt. Den würde ich mir auf jeden Fall auch noch mal gerne anschauen. So, mit dem Opernhaus im Rücken zeige ich euch jetzt hier mal die ganze Skyline von Sydney im Überblick. Und ja, die Sonne ist auf jeden Fall ganz schön gut am Knallen. So, und weil das jeder mal gemacht haben muss, gehen wir jetzt hier gemeinsam die Treppen noch mal kurz hoch vom Opernhaus. Australien war schon immer ein Traumreiseziel von mir. Es hat jetzt ein paar Jahre gedauert, um es umzusetzen. Ich hatte schon mal das Ganze geplant, aber dann kam natürlich leider Corona in die Quere. Aber ja, im zweiten Anlauf konnte ich jetzt endlich mal diesen kleinen Traum erfüllen. Und jetzt stehen wir genau unterhalb vom Opera-Haus auf der kleinen Aussichtsplattform hier. Ich habe mir hier jetzt mal ein schattiges Plätzchen gesucht. Hinter dem Opernhaus ist hier direkt ein kleiner Park. Man sieht es hier im Hintergrund. Und ich wollte euch einfach noch mal erzählen, ich bin jetzt ungefähr 4 Wochen in Australien unterwegs. Und ich habe einfach Bock, euch hier mitzunehmen auf diesen ganzen Trip. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo es hingehen wird. Es wird alles ziemlich spontan, aber das sind ja eigentlich immer die coolsten Geschichten, wenn Dinge spontan passieren. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich bin jetzt mal auf die andere Seite vom Opernhaus gegangen. Man sieht es hier im Hintergrund. Ihr seht schon, ich habe hier den Strap um. Da werde ich jetzt gleich mal rüberlaufen. Also hier oben laufe ich jetzt gleich mal rüber auf die andere Seite vom Fluss. Ich werde jetzt, wie gesagt, mir gleich die GoPro hier an den Strap machen. Und dann läuft für euch ein bisschen Mucke, eine kleine Timelapse. Ich mache die AirPods rein und ja, gucken wir mal gleich, was auf der anderen Seite los ist. So, es hat einen kleinen Moment gedauert, bis ich hier den Aufstieg gefunden habe. Aber für euch mache ich jetzt den Rettungsschwimmerbeat an und ich werde mir ein bisschen Spotify geben. Ich bin jetzt auf der anderen Seite und wir gehen jetzt mal rein in den berühmten Luna Park. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, im Hintergrund seht ihr auf jeden Fall die Harbour Bridge und ganz im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sieht man das Opera House. Der Eingang vom Luna Park sieht schon richtig nice aus und ich freue mich jetzt auf jeden Fall mal da gleich reinzugehen. Der Jahrmarkt ist auf jeden Fall hier gut gefüllt, aber es ist sieht schon sehr cool aus. Ich laufe jetzt hier gleich mal unter dem Riesenrad lang
Und dann schauen wir mal auf der anderen Seite. Ich bin jetzt mal unter dem Riesenrad durchgelaufen. Hier ist auf jeden Fall einiges los heute. Klar, bei dem Wetter. Ich laufe jetzt hier einmal durch und dann werde ich wahrscheinlich gleich wieder umdrehen. Hier gibt es einiges an Attraktionen. Ich habe noch nicht alles erspäht, aber hier ist auf jeden Fall ein kleiner Freefall Tower. Sehr, sehr crazy. So, ich habe mich jetzt entschieden, den Lunapark wieder zu verlassen und langsam den Rückweg anzuschreiten, beziehungsweise werde ich auf jeden Fall heute noch Richtung Strand gehen, um da dann den Tag so ein bisschen ausklingen zu lassen. Und da werde ich euch jetzt auch auf jeden Fall noch mitnehmen, denn ich habe Bock, heute noch ein bisschen ins Wasser zu jumpen und mal zu gucken, wie die Wassertemperatur hier so in Sydney aktuell ist. Im Lunapark war es mir jetzt persönlich doch ein bisschen zu voll. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal was essen gehen. Ich stehe gerade hier unterhalb der Harbour Bridge. Auf jeden Fall ein extrem großes Ding. Ich brauche jetzt auch ein bisschen Schatten, weil ja, der Sonnenbrand, der kommt so langsam, glaube ich. Aber klar, als deutsche Kartoffel ist man das Wetter hier halt nicht gewöhnt. Hier sieht man noch mal ganz schön im Hintergrund das Opernhaus. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt erstmal was essen gehen, dann geht es Richtung Strand und dann melde ich mich wieder, wenn ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Jetzt geht es erstmal wieder zurück über die Brücke hier und dann mal nach was zu essen suchen. Ja, also mit Beach hat es gestern nicht mehr geklappt, aber dafür geht es jetzt heute an den Strand. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe jetzt noch ein paar Kilometer hier zu laufen. Ich nehme euch jetzt hier einfach mal mit, damit ihr auch mal so ein bisschen hier seht, wie das Ganze hier in der Stadt einfach aussieht. Heute geht es auf jeden Fall zu einem Naturstrand, gar nicht städtisch, sondern richtig schön mit Felsen und so. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe jetzt zwar die GoPro ein bisschen aufgeladen. Ich bin jetzt auch schon ein paar Kilometer weiter gelaufen. Wir sind jetzt hier im Stadtteil Maurubu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Auf jeden Fall, ich bin jetzt auf dem Weg zum Strand. Ihr seht es schon, hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Vibe. Ich weiß nicht, sieht man mich überhaupt hier? Ich drehe mal die Cap um. Könnt ihr mich auch ein bisschen besser sehen. Habe ich nicht so den Schatten im Gesicht. Geil auf jeden Fall. Also es macht richtig Bock, einfach zu laufen. Ich bin schon, ich weiß nicht, 5 Kilometer oder mehr marschiert. Das ist einfach viel besser, als irgendwie mit dem Bus zu fahren oder mit dem Zug. Weil das ist dann immer so, ja gut, du sitzt vielleicht im Kühlen, du musst dich auch nicht bewegen, kommst dahin, wo du willst, bist wahrscheinlich auch schneller. Aber einfach mal so durch die City laufen und auch mal einfach sehen, wie wohnen denn jetzt hier die Australier in den Suburbs von Sydney. Das ist einfach wild. Also klar, hier gibt es auch viel Industrie, auch ein paar Baustellen, da kann man nicht so schön spazieren. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall eine richtig schicke Ecke. Ich habe es nicht mehr weit bis zum Strand und melde mich gleich wieder, wenn wir da sind. So, ich bin jetzt gleich am Strand. Heute ist natürlich Samstag, das heißt, hier ist ziemlich was los. Aber davon lassen wir uns auf jeden Fall auch nicht behelligen, denn jetzt wird gleich einfach mal ein bisschen in der Sonne gechillt, am Wasser gechillt. Und ich habe sogar das Unterwasser-Case dabei. Das heißt, es wird auch noch die ersten Unterwasseraufnahmen geben. Ich hab Bock. So, ich weiß nicht, ob man mich jetzt überhaupt hören kann durch das Unterwasser-Case, aber wir werden jetzt mal hier schön das allererste Mal. Ich habe auf jeden Fall Bock. Falls ihr mich gleich nicht mehr hört, packe ich euch eine gute Musik rein.
musste meinen kleinen Trip an den Strand leider jetzt beenden. Ich wollte mir eigentlich nur was zu trinken holen. Bin ich auf so ein Limebike geklettert. Und ich sag euch ehrlich, dieser Verkehr hier, wenn man das nicht gewöhnt ist, in Deutschland fährt man ja rechts. Hier ist es anders darum. Und das gilt natürlich auch für Fahrräder. In einem Moment des Unglücks bin ich über die Straße gefahren, musste hart abbremsen, weil ein Auto kam. Ja, und dann ist das hier passiert. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ein cleaner Cut auf jeden Fall. Ich zeige es gleich nochmal. Dann fahre ich mit dem Limebike weiter. Auf einmal geht das Scheißding aus, weil es nicht mehr in der Zone ist, in der man fahren kann. Ey, es ist wirklich, ich zeige es euch nochmal. Oh, das sieht, glaube ich, ziemlich übel aus. Ah, das tut auch weh. Ich muss jetzt noch 2 Kilometer zurückhumpeln. Ich habe nichts zu trinken. Ich hoffe einfach, dass gleich mal eine Tankstelle kommt, dass ich mal kurz was trinken kann. Ja, ich schätze, zu so einem Trip gehören auch schlechte Momente. Dieser Verkehr hier, ich weiß nicht, das ist alles so unkontrolliert mit den Kreuzungen. Hier sieht man es vielleicht ganz gut. Man läuft hier einfach rüber, über so eine Bundesstraße. Keine Ahnung, Mann. Keine gescheiten Ampeln. Die Ampeln funktionieren hier ganz komisch. Man drückt drauf, es wird grün, dann wird es sofort rot und blinkt rot. Das soll einem dann quasi sagen, okay, beeil dich jetzt mal, lauf jetzt mal rüber. Keine Ahnung. Ja, ich werde auf jeden Fall morgen mal einen Off-Day machen. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Das waren schon sehr anstrengende Tage jetzt. Vielleicht sollte ich auch einfach mal ein bisschen halblang machen. Ich hoffe, dass das zusammenhält am Fuß. Ich hoffe, dass das nicht im schlimmsten Fall genäht werden muss oder so ein Scheiß. Hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf. Wenn man sich halt nicht auskennt, ist das immer alles echt schwierig. Okay, wir hören uns, wenn ich wieder im Hotel bin, geduscht habe und was getrunken habe. Es ist jetzt 5 Uhr in der Früh. Ich bin jetzt hier noch in meinem Hotelzimmer gerade. Ich habe meinen Fuß auf jeden Fall jetzt ein bisschen verarztet. Ich erspare euch mal den Anblick von der Wunde. Es sieht auf jeden Fall übel aus. Ja, heute geht es auf jeden Fall weiter. Und zwar Richtung Gold Coast. Ich habe jetzt noch ungefähr 5 Stunden. Dann muss ich auschecken hier im Zimmer. Und dann geht es auch direkt schon weiter an die Gold Coast mit dem Zug. An der Gold Coast werde ich 10 Tage verbringen und mein Ziel ist es auf jeden Fall, endlich mal Koalas, Kängurus zu sehen und surfen zu lernen, weil das auch ein Wunsch von mir ist, den ich schon lange hege. Ich will unbedingt surfen lernen und wir werden auf jeden Fall in eine Surfschule gehen an der Gold Coast. Das war's mit der ersten Folge von meinem Vlog. In der nächsten Folge erfahrt ihr, ob ich meinen Zug bekommen habe, ob die Goldküste schön ist. Ja, werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.